Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wirst du wahrscheinlich woanders landen. Ist ein sehr schönes Zitat von Lawrence Peter, was uns heute ein kleines bisschen begleiten wird. Ich habe viele Menschen in meinem Umfeld, die sind unglaublich beschäftigt. Die machen, die arbeiten, fallen abends todmüde ins Bett und haben trotzdem den Eindruck, dass sie auf der Stelle treten und nicht vorankommen. Es geht also heute in dem Video darum, mehr zu schauen, was tun wir eigentlich, anstatt wie in den meisten anderen Videos, wie tun wir etwas möglichst effizient und kommen zu einem guten Ergebnis. Heute eher die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Wenn du also sicherstellen möchtest, dass auch du irgendwo ankommst und wenn du wissen willst, was das Ganze mit der Para-Methode zu tun hat, dann hör genau zu. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Ziele sind also die Sprossen auf der Leiter zu deinen Träumen. Und wir schauen uns also heute an, wie man so eine Leiter baut. Oder vielleicht, um es ein kleines bisschen weniger blumig zu sagen, wir haben 3 Teile, auf die ich heute eingehen möchte. Das erste ist nochmal zu schauen, was sind Ziele? Wie müssen sie aussehen? Und wie können wir sicherstellen, dass wir tatsächlich dahin ankommen, wo wir hinwollen? Um ein Ziel zu formulieren, brauchst du einen klaren Zeitrahmen. Du brauchst eine klare Vorstellung davon, was am Ende genau rauskommen muss. Und es muss sauber formuliert sein. Sauber formuliert heißt unter anderem auch, dass vielleicht ein Verb drin vorkommen soll. Ich habe genügend Ziele gesehen, die einfach nur irgendwelche Begriffe sind, die dann uns nicht auf dem Weg begleiten, den wir eigentlich gehen wollen. Und das klingt eigentlich schon wieder einfacher, als es in Wahrheit ist. Aber diese 3 Sachen solltest du immer berücksichtigen, wenn du von dem Ziel sprichst, dass die dabei sind. Da du etwas erreichen willst, ist es ganz wichtig, dass diese 3 Sachen dann auch wirklich dabei sind. Wenn man sich mit Zielen beschäftigt, findet man ganz häufig auch, dass Ziele smart sein sollten. Dazu habe ich vor einiger Zeit einen Short gemacht, den du dir dazu anschauen kannst. Darauf will ich heute nicht eingehen. Die nächste Frage, die uns eher beschäftigt, ist, was sind denn keine Ziele? Vielleicht überstrapaziere ich manchmal meine Bilder, aber wenn wir das Bild von der Leiter mit den Sprossen nochmal nehmen, dann brauchen wir neben den Sprossen natürlich auch noch Schrauben, solche Sachen, die uns irgendwie, die Leiter zusammenhalten, die unser Leben auch zusammenhalten. Also wir haben auch Aufgaben in unserem Leben, die nicht dazu beitragen, dass wir irgendwelche Träume uns selbst erfüllen können. Die Steuererklärung ist zu machen, der Abwasch, Einkaufen, diese ganzen Alltagssachen, die wir haben. Und auch das sind gewisserweise Aufgaben und Ziele, die wir uns selber setzen, die vielleicht auf einer To-Do-Liste stehen. Das sind jetzt nicht die Sachen, von denen ich in erster Linie spreche. Das, was ich meine mit die Leiter zu deinen Träumen, da geht es eher um dein großes Lebensziel. Wo willst du eigentlich irgendwann mal hin? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du so eine Idee hast. Vielleicht würdest du auch sonst gar nicht das Video jetzt anschauen, wie ich diese Sachen erreichen kann. Und dieses große Ziel, diese Träume oder Visionen, wie auch immer man die Sachen bezeichnen möchte, was definitiv keine Ziele sind, sondern erstmal nur Ideen, die muss man dann runterbrechen und greifbarer machen, indem man sie als Ziele formuliert. Meine Idee davon ist, dass man das Ganze in Zeitabschnitte oder in Zeitschritten macht, dass man sich zum Beispiel überlegt, das Ganze auf 10 Jahre oder 5 Jahresziele runterzubrechen, dass man dann festlegt, okay, und was schaffe ich davon in diesem Jahr? Was nehme ich mir für dieses Quartal vor? Was davon muss in diesem Monat passieren? Oder welche Ziele sind genau die Ziele, die ich in dieser Woche habe? Und davon sollte sich eigentlich ableiten, was du heute
auf deiner To-Do-Liste stehen haben solltest. Für mich ist das Ganze also eine Pyramide von Zielen, die aufeinander aufbauen. Und ganz an der Spitze dieser Pyramide, also als Ziel, wenn du dann diese ganzen einzelnen Schichten aufeinander aufgebaut hast, erreichst du dann vielleicht deine Ziel, deine Vision, die Idee, was du denn eigentlich machen möchtest. Wir haben alle nicht nur eine Idee, ein Ziel, eine Vision, einen Traum, den wir erreichen wollen, sondern wahrscheinlich sind das Ganze einfach mehrere davon. Also unterschiedliche, ich sag mal, Zielkategorien, die wir haben, wo wir uns entwickeln wollen. Ich spreche häufig von meinem dreibeinigen Hocker, der aus den 3 Säulen irgendwie das, wo ich in Leistung gehe, vielleicht habe es auch teilweise als Arbeit bezeichnet, professionell, wo ich irgendwas, Karriere erreichen möchte. Das zweite, da geht es um soziale Interaktion, also alles, was Beziehungsarbeit, Freundschaften, Familie, was da an Zielen und Ideen dahinter steckt. Die dritte Säule steht für Fitness, also körperliche Fitness, aber auch mentale, vielleicht sogar seelische Fitness. Und alle diese Sachen, die müssen natürlich irgendwie in einem Gleichgewicht sein. Und deswegen ist es gar keine doofe Idee, für alle diese 3 Bereiche sich entsprechend Ziele zu überlegen, die ein großes Ganzes ergeben, was uns dann den Wegweiser geben sollte für das, wo wir eigentlich mal hinwollen. Also, dass wir diesen Hafen haben, den wir eigentlich ansteuern wollen. Was mich zu einem zweiten Zitat bringt, was mir in dem Zusammenhang natürlich unter die Finger gekommen ist. Wer nicht weiß, welchen Hafen er ansteuert, für den steht kein Wind günstig. Das ist schon was bei den alten Römern ein Sprichwort war. Und hier geht es also darum, wirklich für sich selbst zu finden, welchen Hafen will ich eigentlich erreichen und welche Winde brauche ich denn dafür. Wir haben diese Ziele gerade runtergebrochen. Wir sind von unserer Idee, von unserer Vision gekommen und haben uns dann überlegt, in welchen Zeitabschnitten sollten wir denn diese Ziele dann runterbrechen, sodass wir kleine Abschnitte bekommen, die wir auch gut handhaben können. Und was aber wichtig ist, dass wir immer wieder auch, wenn wir diese Ziele versuchen umzusetzen, die Gegenrichtung überlegen. Wie gut zahlen unsere Ziele denn oder haben unsere Ziele, die wir erreicht haben, unsere Aufgaben, unsere Schritte, die wir gegangen sind, wie gut zahlen die denn eigentlich auf das große ganze Thema ein? Das heißt, was definitiv ein wichtiger Aspekt ist, dass wir auch gleichzeitig ein System haben, wo wir die Ziele auch regelmäßig betrachten und ein Review vornehmen, ob denn die Ziele überhaupt noch zu dem passen, was wir ursprünglich mal erreichen wollen. Pausiere das Video an dieser Stelle, nimm dir Zettel und Stift und schreibe für dich auf, was deine Ziele sind, was du in den nächsten Jahren für dich erreichen möchtest. Und ob das jetzt in den 3 Kategorien Leistung, Interaktion und Fitness ist oder ob du eigene Ideen hast. Mich würde interessieren, was denn deine Kategorien sind. Vielleicht sogar auch, was deine großen Ziele sind. Und ich würde mich freuen, wenn du die in die Kommentare schreibst. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir auch wieder Bezug auf die Para-Methode nehmen. Die habe ich in einem anderen Video ausführlich erklärt. Und Projekte in dem Sinne, das, was wir gerade als Ziele bezeichnet haben, ist die erste Kategorie von den 4 P, A, R und A Bestandteilen dieser Methode. Und diese Projekte sollten also genauso gestaltet sein, wie wir das gerade besprochen hatten, mit einem klaren Zeithorizont, das heißt zeitlich abgegrenzt, mit einem klaren Ergebnis, was wir dann am Ende dieser Zeit haben wollen und auch so formuliert, dass es klar ist, was zu machen ist, dass wir die auf einen Blick auch wirklich erkennen können, wie diese Ziele aussehen sollen. Und es gibt im Rahmen der Para-Methode noch eine Regel,
dass es im Schnitt zwischen 10 und 15 Projekte sein sollten oder Ziele, die wir im Moment umsetzen wollen, die jetzt auf unserer To-Do-Liste stehen. 15 als Obergrenze, weil wir sonst einfach wesentlich schneller überlastet sind, uns überfordert fühlen, wenn es mehr als 15 einzelne Dinge sind, die wir uns gerade vornehmen. Es sollten aber auch nicht weniger als 10 sein, denn man ist nicht immer in der Lage, an einer konkreten Sache zu arbeiten. Wir haben darüber gesprochen, dass wir unterschiedliche Kategorien haben, in denen sich diese Ziele bewegen, und in einem Fitnessziel arbeite ich vielleicht nicht zwingend dran, wenn ich gerade im Büro sitze. Oder meine Beziehungsarbeit mache ich vielleicht auch nicht unbedingt, wenn ich gerade beim Sport bin. Und deswegen ist es wichtig, auch ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Deswegen ist die Untergrenze für die Ziele, die ich aktuell auf meiner Liste haben sollte, 10. Bei der Auswahl können dir wahrscheinlich Priorisierungstechniken helfen, die ich in einem anderen Video nochmal im Detail vorstelle. Jetzt würde ich eher nochmal zusammenfassen und darauf eingehen, wie können deine nächsten Schritte aussehen. Als Zusammenfassung, lass uns gemeinsam mal noch auf die nächsten Schritte schauen, die du jetzt tun kannst. Nummer 1 ist, alle Sachen zu sammeln in einer Art von Brainstorming, falls du es nicht schon hast, was gerade an Themen bei dir offen ist. Nummer 2 wäre, du hast dir gerade deine großen Ideen aufgeschrieben, deine Ziele, die du erreichen willst. Gib jedem dieser Ziele eine Farbe und markiere deine Aufgaben, die du gerade zusammengetragen hast, in dieser Farbe. Das stellt sicher, dass du einen visuellen Überblick darüber hast, was eigentlich gerade an Themen bei dir da ist, und hilft dir auch so ein bisschen auf einen Blick zu erkennen, wo ist vielleicht zu viel und wo ist zu wenig da. Du wirst vielleicht auch feststellen, dass es einige Sachen gibt, die keine Farbe davon abbekommen, Ziele, die nicht dazu dienen, deine Träume zu erreichen, sozusagen keine Sprossen auf deiner Leiter sind, sondern nur Schraubenziele. Achte darauf, dass davon nicht zu viele da sind, beziehungsweise dass du ausreichend Sachen auf deiner To-Do-Liste hast, die dich deinem Traum, deiner Vision näher bringen. Schritt Nummer 3 wäre, jetzt die Auswahl zu treffen, welche 10 bis 15 Ziele nimmst du dir jetzt vor. Wichtig dabei ist, dass du sie halt Schritt für Schritt angehst, und wenn du eins erledigt hast, dann mit einem neuen nachkommst. Sie vielleicht auch kleiner zu formulieren, um sie handhabbarer zu machen, greifbarer zu machen, sodass du tatsächlich eine Zahl von 10 bis 15 auf deiner Liste haben kannst, um nicht überwältigt zu sein. Wenn du eine Liste hast von 10 bis 15 Zielen, wäre Schritt Nummer 4 nochmal die Formulierung zu überprüfen. Ist es wirklich ein Ziel, dem du ablesen kannst, was du eigentlich erreichen willst, was am Ende als Ergebnis stehen soll? Vielleicht sogar so formuliert, dass es dich motiviert. Es gibt eigentlich noch, was die Kommunikation von deinen Zielen angeht, nur 2 Strategien. Das erste ist, du suchst dir jemanden als Partner, der dich ehrlich hält, dem du davon erzählst und den du bittest, dich dabei zu unterstützen, indem die Person immer wieder nachfragt, wie weit du eigentlich bist auf dem Weg, dein Ziel zu erreichen. Also indem du Commitment herstellst, weil du dir jemanden von außen suchst, der dich dabei unterstützen kann. Strategie Nummer 2 ist, mit niemandem drüber zu reden. Das Gehirn macht ganz eigenartige Dinge, wenn wir über Ziele sprechen, die wir noch nicht erreicht haben. Gaukelt dem Gehirn manchmal vor, dass wir die Sachen schon erreicht hätten. Und das ist gerade nicht das, was wir eigentlich haben wollen. Sondern das Reden über Ziele schüttet Endorphine aus, die uns ein Glücksgefühl bescheren, als hätten wir schon das Ergebnis erreicht. Und damit ist es wesentlich schwerer, wirklich dann in das Arbeiten wieder reinzukommen. Also nochmal, entweder du suchst dir jemanden, dem du es erzählst, den du bittest, dich dabei zu unterstützen, oder du behältst deine Ziele für dich und arbeitest daran und berichtest dann eher von Erfolgen.
Du weißt jetzt, wie du deine Ziele setzt. Du weißt jetzt, wo du hin willst. Wenn du Unterstützung brauchst zum Thema Priorisieren, ähm, Visionen zu entwickeln, dann schau dir eins meiner anderen Videos an. Ansonsten freue ich mich, wenn du dieses Video likest und beim nächsten Mal wieder dabei bist.